Ja, so sieht das Bild der Anker PowerConf C300 Webcam aus. Und so hört sich der Ton direkt aus dem Mikrofon der Webcam. Das Mikrofon hört sich wirklich sehr, sehr gut an für eine Webcam, denn die anderen Webcams, die ich bisher getestet habe, haben eine durchaus sehr schlechte Mikrofonqualität. Allerdings hat die Videoqualität dieser durchaus teuren Kamera, die ja immerhin 129 € kostet, so ihre Schwächen. Ja, die günstigeren Webcams haben alle eine schlechtere Mikrofonqualität, aber meiner Meinung nach haben die ein definitiv besseres Bild. Dabei habe ich die Webcam hier bereits mit der Anker-Software verknüpft, so dass du dort auch so dass ich dort dann die beste Einstellung für die Qualität der Kamera rausholen konnte. Ich entscheide mich also lieber doch für eine günstigere Orki-Webcam beispielsweise, die eine sehr schlechte Soundqualität hat, dafür aber ein viel, viel besseres Bild hat. Und um die Soundqualität einfach zu verbessern, kann ich ja so ein externes Mikrofon nutzen und dann meine Aufnahmen damit dann auch nochmal besser klingen lassen als jetzt hier das Audio aus der Anker Webcam. So summum summarum war ja für mich bisher die beste Webcam hier eine Logitech Streamcam. Die hat eine durchaus gute Bildqualität und auch eine gute oder akzeptable Soundqualität. Ich vergleiche gleich nochmal die Webcam, damit du hier einen direkten Vergleich zu der Anker PowerConf C300 Webcam hast. Ja, und so sieht das Bild im Vergleich aus der Logitech Streamcam aus. Und so hört sich auch der Ton aus dem eingebauten Mikrofon der Logitech Streamcam. Das sind jetzt keine Welten dazwischen. Allerdings ist das Bild hier definitiv runder, der Ton auch sauberer, ohne Fragmente und ohne Kompressionsartefekte, so dass du mich besser verstehen kannst und auch, ja, ich sag mal, mein Äußeres mir mehr gleicht und hier nicht so matschig dargestellt wird wie mit der Anker PowerConf C300 Webcam. Du siehst auch hier im Pullover definitiv mehr Einzelheiten, die sauberer und klarer dargestellt werden. Hier gerade dieser melierte Pullover ist bei der Anker PowerConf C300 verschwommen gewesen. Da hast du deutlich gesehen, dass eben der Kamerasensor mehr können sollte, als er eigentlich kann. Die Auflösung der Logi Streamcam ist definitiv die gleiche. Allerdings hat man hier definitiv das Gefühl, als ob hier bei der Anker PowerConf ein 720p Sensor auf 1080p hochgestuft wurde und dass bei der Logi Streamcam definitiv hier ein größerer Sensor verbaut wird mit einer größeren Detailtreue, ohne dass das Ganze irgendwie zu sehr ineinander verschwimmt. Ja, als Fazit kann ich dir nur sagen, dass ich bisher immer noch nicht die perfekte Webcam für mich gefunden habe. Auch die Logi Streamcam ist nicht perfekt. Je nach Szenario kann sie sich für eine Videokonferenz durchaus sehr gut eignen, gerade wenn du das mit der im MacBook oder in anderen Notebooks vergleichbare eingebaute Kamera nimmst. Für eine kurze Webkonferenz zwischendurch reicht die Kamera natürlich vollkommen. Wenn du damit allerdings professionell zum Beispiel Schulungsvideos erstellen möchtest, dann würde nicht mal
diese Webcam dafür sich eignen und da solltest du lieber auf dein Smartphone wie zum Beispiel dem iPhone zurückgreifen. Auch das kannst du nämlich als Webcam benutzen und ich habe bereits in einem Video schon gezeigt, wie das Ganze geht. Das Schöne daran ist, es geht sogar drahtlos und wenn du das Video dir ansehen möchtest, dann schau mal hier in dieses eingeblendete Video. Dort findest du dann die weiteren Informationen dazu. Ich würde diese Kamera, also die Anker PowerConf C300, nicht für 130 € kaufen. Da reicht die Bildqualität meiner Meinung nach nicht aus. Und wie gesagt, das ist hier das Beste, was man aus der Kamera wirklich rausholen kann. Selbst mit der AI-gesteuerten Software von Anker. Das einzige AI-gesteuerte daran ist, dass du den Ausschnitt verändern kannst und es gibt einen AI-gestützten Ausschnitt-Mode, bei dem du quasi die Frames so gestalten lassen kannst von der Software, dass eben dein Hintergrund und du zentral positioniert sind. Von daher ist hier nicht viel AI und ich habe tatsächlich bei der Kamera auch die neueste Firmware aufgespielt. Die wird dir sofort angeboten, wenn du die Software von Anker heruntergeladen hast. Hier kann also definitiv nicht das Ganze an einer veralteten Firmware liegen. Hier hat die Kamera tatsächlich bisher zumindest nicht die Qualität, die ich mir davon erhofft habe.